Hallihallo, ich freue mich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du bist bei Andrea Kutsch. Ich habe eine staatlich anerkannte Fachhochschule gegründet und habe dort eine wissenschaftlich basierte Trainingsmethode für Pferde entwickelt, die total schonend ist. Und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast. Heute geht es um die Körpersprache des Pferdes bei Schmerzen und Unwohlsein. Davon gibt es ja eine ganze Serie. Insgesamt mache ich 7 Folgen dazu. Und heute geht es um 2 Bereiche, die wir ständig sehen und doch oft übersehen, nämlich Ohren und Schweif. Das ist auch ganz schön komplex und warum das so komplex ist, das erzähle ich gleich und ich zeige auch ein paar Videos dazu. Es wird spannend. Und vor allen Dingen ist das so komplex, weil die Aussagen des Pferdes so wahnsinnig, flexibel sind in dem Bereich, manchmal auch nur Sekundenbruchteile lang dauert, aber sie verraten uns eben oft, was das Pferd so fühlt. Und das ist ja für Training und Ausbildung das Allerwichtigste. Hier ein kleiner Ausschnitt, was dich in diesem Video erwartet. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Das finde ich jedenfalls. Also, es erwartet dich in dem Video, die Körpersprache des Pferdes besser erkennen und einordnen zu können und vor allem auch Schweifbewegungen richtig deuten zu können, weil in der Forschung und auch bei uns im Pferdetraining mit EBEC nennt sich diese wissenschaftlich basierte Trainingsmethode, die ich entwickelt habe. Und das steht für Evidence-Based Equine Communication. Und da gelten Schweif und Ohren als ganz, ganz wichtige Antennen, denn die reagieren nicht nur auf äußere Reize wie Geräusche oder Insekten, sondern auch auf innere Zustände wie Schmerz, Stress, Frustration. Und darum geht es in diesem Video. Insgesamt habe ich 7 Folgen gemacht. Hier befinden wir uns, du dich. Und es folgen noch 2 weitere. Also, let's get into it. Der Kontext macht den Unterschied. Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Aussage, die unheimlich bedeutend ist, wenn es darum geht, die einzelnen Bewegungen des Pferdes wirklich im Detail angucken zu können. Weil natürlich können Ohr- und Schweifbewegungen auch in anderen Zusammenhängen vorkommen. Das macht es so schwierig und so komplex. Zum Beispiel als Insektenabwehr oder soziale Kommunikation mit anderen Pferden oder Aufmerksamkeit irgendwo hinzurichten oder sich mit einer Sache zu beschäftigen, die emotional bedeutend ist. Und darum darf man diese Signale nie isoliert betrachten, sondern man muss sie immer in einer Kombination mit anderen Beobachtungen bewerten. Das sind sogenannte Clusteranalysen. Die helfen, die Bedeutungen besser einzuordnen. Und davon erzähle ich dir gleich ganz viel in diesem Video. Das lernt man nachher in der Praxis auch an den AKA-Lehrgängen, also Andrea Kutsch Akademie. Und wir haben dort Seminare und Lehrgänge, in denen man das lernen kann. Da machen wir Videoanalysen, deuten darauf hin, was wichtig ist, in welchem Kontext ganz genau worauf zu schauen. Und machen da eben halt auch umfangreiche Videoanalysen zu. Aber jetzt erstmal möchte ich hier beschreiben kurz, was ich auf der Folie für dich dargestellt habe. Nämlich die Aussagen von Ohren und Schweif können niemals einzeln betrachtet werden, habe ich schon gesagt. Es ist komplex. Du musst immer kontextbezogen auf dein Pferd schauen. Du musst Wiederholungen herstellen, um dir sicher sein zu können, dass es das ist, wovon du redest. Ich zeige gleich ein paar Videos. Da ist dann auch drin, wie ich Reize präsentiere und die Pferde darauf reagieren. Einmal mit Besorgnis, einmal aber auch, weil sie buckeln. Das sind alles andere Ausdrücke. Manchmal auch, warum sie Angst haben. Oder wenn sie Angst haben, was sie dann machen, dafür zeige ich dir gleich das Schweifetogramm. Und um ganz sicher sein zu können, was dein Pferd aussagt, musst du Wiederholungen herstellen. Und dafür ist natürlich top, wenn du deine Beobachtungsgabe schulst und auch deine Eigen- und Fremdwahrnehmung entwickelst, weil diese Eigen- und Fremdwahrnehmung ist eben deshalb so gut, weil man ja feststellen muss, also was habe ich jetzt gesagt und ausgedrückt, was habe ich gemacht, welchen Reiz habe ich präsentiert, aber ich muss eben auch
ein Bewusstsein haben, was ich gemacht habe, aber eben halt dann auch das Timing drauf haben und genau hingucken können, was das Pferd damit gemacht hat. Oder war es vielleicht auch noch ein Reiz, den ich gar nicht wahrgenommen habe? Das kann man lernen. Man muss dann sehr konzentriert sein und natürlich sehr ruhig sein, aber man muss eben halt auch diese Reize einzeln betrachten, vielleicht nochmal Wiederholungen machen, vielleicht auch eine Kamera hinstellen. Das hilft unheimlich, dass man sicher sein kann, worum es geht und was das Pferd ausdrücken will. Das ist vor allen Dingen bei Ohr-Schweif unheimlich wichtig, bei Ohrrennen und dem Schweifbewegungen oder Ohr- und Schweifbewegungen, weil die eben halt so fein sind. Das ist so eine filigrane, ruhige Form der Kommunikation. Wenn man es kann, ist es natürlich total toll, weil es macht wahnsinnig Spaß, weil alles so irre ruhig ist. Aber ich möchte nicht direkt in diese Schmerzsignale hier reingehen, was das Pferd damit ausdrückt. Das sind die 4, die wir uns angucken. Ohr- und Schweifbewegungen gehören zu den am leichtesten sichtbaren und am häufigsten beobachteten Signalen beim Pferd. Weil die aber so reaktionsschnell, was ist denn heute los? Weil die so reaktionsschnell sind, eignen die sich natürlich ideal, um Veränderungen im Komfortzustand zu erkennen und auch oft dazu, dass man schon eine Information ablesen kann, bevor überhaupt irgendwelche anderen Signale sichtbar werden. Also sprich, bevor der tritt oder bevor der schlägt oder bevor er zur Seite springt oder scheut. Und das ist der ganze Trick bei EBEC und bei dem Ablesen von diesen Ethogrammen, dass man so wahnsinnig schnell ist und dass man eben halt schon davor ist, bevor überhaupt eine Reaktion gezeigt wird, das Pferd sich aber schon damit beschäftigt hat. Und das kann man halt an Ohr und Schweif so wahnsinnig gut ablesen. Das ist das Tolle daran. Darum denken die Leute oft, wenn die uns im Pferdetraining beobachten, ja, die machen ja nichts. Die streichen den ganzen Tag Pferde. Ja, genau. Es ist auch viel schöner übrigens, Pferde zu streicheln, als sie zu, ich will jetzt nicht sagen verhauen, aber als sie anders zu behandeln. Ich will jetzt niemanden angreifen, um Gottes Willen, das liegt mir fern. Ich möchte Lösungsansätze geben und wie man eben halt super und total ruhig mit Pferden kommunizieren kann, sie trainieren kann. Aber darum ist eben halt genau, die Veränderung im Komfortzustand so gut zu beobachten und so genau zu beobachten, wenn wir Schweif und Ohr mit einbeziehen, weil das sind oft die ersten Signalgeber. Das heißt also, wenn wir etwas sehen, wie wiederholte Bewegungen ohne klaren Auslöser, wie Fliegen oder irgendein Reiz, den ich präsentiere, dann kann das ein Hinweis auf inneren Stress oder Schmerz sein. Und in der Studie, in der ich hier von diesen Schmerz-, Frustrationssignalen rede und auch von Unbehagen da treten, gerade anhalten, nach hinten gerichtete Ohren oder wiederholtes Schweifschlagen ohne Umweltreize besonders häufig bei Pferden auf mit diagnostiziertem Unbehagen. Und in die gucken wir gleich rein. Ich will aber erstmal unser entwickeltes Schweifetogramm hier auf den Bildschirm holen. Das ist die Grundlage nicht bei Schmerz und Unbehagen, sondern das ist die Grundlage zur Training und Ausbildung von Pferden mit EBEC. Das heißt, wir müssen also, bevor wir Schmerz ablesen können, auch vorher uns mal ein bisschen beschäftigen mit dem, was normal ist, also normale Kommunikation ist. Da folgen noch Videos zu, aber damit du so einen kleinen oder ihr so einen kleinen Ausschnitt einmal kurz bekommt, wovon wir überhaupt reden, schauen wir jetzt einmal in dieses normale Ethogramm rein. Das heißt, hier siehst du jetzt schon alle möglichen Aussagen, die das Pferd trifft. Also wenn der Schweif so steht, der Kopf so steht, die Ohren so stehen, dann bedeutet das immer das. Das ist das wissenschaftlich Untersuchte. Das ist das, was EBEC so einzigartig macht und was dein Pferdetraining ganz fein machen kann. Wenn du dich schulst, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, was ich eben schon gesagt habe. Also schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, die im Training gefilmt worden sind und vergleichen die jetzt mal, wenn wir gleich in den Schmerz gehen, mit den neutralen Situationen, in denen uns diese normalen Trainingsethogramme, wie das, was du jetzt hier siehst, ich habe auch in der Folge davor, Folge 4, glaube ich, eins schon gezeigt von der vorwärtsgerichteten Aufmerksamkeit des Pferdes. Und so bekommst du eben halt auch, wenn wir jetzt ein bisschen reingucken in den Schweif, bekommst du ein besseres Gefühl dafür, wie sich Schmerzsignale
Signale von alltäglichen, harmlosen Bewegungen unterscheiden. So, das zum Beispiel ist eine Situation, da siehst du genau das, was eben im Ethogramm gezeigt wurde, nach Insekten schlagend, ausschlagend, treten, blockieren kann das alles sein. Aber hier sehen wir einen ruhigen Schweif, der entsprechend nach Insekten schlägt. Und sobald wir eben das Pferd hier ein bisschen dann, oder unsere Antwort darauf ist, direkt so ein bisschen über den Pferdekörper streichen, ein paar Insekten entfernen. Das ist eine wohlwollende Geste. Das mag das Pferd gerne. Das sieht, dass wir ein Augenmerk haben auf ihn, dass wir aufmerksam sind oder auf das Pferd im Allgemeinen. Das heißt also, hier erkennst du an dieser ruhigen Vorwärtsbewegung, dass der Schweif in ruhiger, vorwärts bewegender Geschwindigkeit, und dieses Schweifschlagen ist auf jeden Fall gegen Insekten vorgesehen. Das heißt, man sieht insgesamt im Pferd, dass das doch echt recht ruhig aussieht. Aber dieses Ethogramm kann eben auch, was ich eben gezeigt habe, auch strahlt eben auch Angst aus oder zeigt Angst. Und hier sehen wir diesen Angstschweif. Ich habe das klein mal hier als Bild reingemacht. Dieses Pferd hat Angst, wenn ein Mensch in die Schulter tritt. Wir kommen nicht an die Seite des Pferdes. Das heißt, wir können es schlecht putzen, wir können es nicht satteln. Man kann eben nicht in die Schulter reintreten. Und hier wird das Pferd umtrainiert, aber dieses Video ist nicht fürs Umtrainieren. Ich möchte das Augenmerk auf den Schweif legen, weil an dem Schweif erkennst du hier, wie in diesem Ethogramm eben schon dargestellt, Aggression und Sorge. Das Pferd hat keine Angst. Wir haben so ein paar Neurotransmitter, die da ins System geben. Jetzt so, oh Mann, soll ich Flucht, soll ich abhauen, was ist das? Muss ich da Angst vor haben, soll ich vorsichtig sein? Darum geht so ein paar Schritte zurück. Das ist okay, das lassen wir auch zu. Aber ich greife eben mit dem Arm so ein kleines Plastikstückchen da dran ganz ruhig in die Seite des Pferdes, rechts und links, weil ich als Person kann nicht da rein. Darum gestalte ich den Reiz kleiner und nehme eben halt nur etwas, womit das Pferd besser klarkommt. Aber richte mal dein Aufmerksamkeit, hier siehst du genau dein Auge mal auf diesen eingeklemmt ist er nicht, dann ist er richtig drin, das ist das falsche Wort, das ist zu viel gesagt. Aber wenn der Schweif so ist das Pferd nicht krank oder hat Schmerz oder vielleicht Unbehagen, ein bisschen Unbehagen durch die Trainingssituation, aber vor allen Dingen fällt das ins Trainingsethogramm von Aggression und Sorge. Aggression haben wir nicht. Das heißt, hier muss man immer wieder kontextbezogen denken. Wir haben gerade keine aggressive Situation, wir bedrohen das Pferd nicht. Und darum kann ich jetzt, weil ich dieses Schweifbild genau sehe, sagen, es ist nicht Aggression, aber es ist Sorge. Das ist also Bedarf, gut zu trainieren, keine Angst einzujagen, damit das nicht aus Neurotransmittern nachher Cortisol wird oder gar Adrenalin, Angsthormone ausgeschüttet werden, sondern hier ganz vorsichtig und sanft, verständnisvoll trainieren, damit wir in der Besorgnis bleiben, dass nicht weiter hochgeht. Aber wie gesagt, mir geht es hier um den Schweif, weil darum geht dieses Video. Also an den Ohr- und Schweifbewegungen Schmerz, Frustration und Unbehagen zu erkennen. Das ist eine Situation, die fällt auch ins Ethogramm nach Insektenschlagen vor dem Ausschlagen. Das heißt, was du jetzt eben im Ethogramm gesehen hast, ist ja, dass das nach Insektenschlagen höher gehen kann. Jetzt kommt das Kontextbezogene. Natürlich schlägt er jetzt nicht nach Insekten, so wie eben in dem Video gezeigt, sondern hier ist es natürlich die buckelnde Bewegung. Das heißt also, so sieht man ganz genau, wenn man das Pferd trainiert, ich muss immer den Kontext im Kopf haben. Gut, dann haben wir hier nochmal diese 4 Zeichnungen. Jetzt hast du also schon ein bisschen mehr eine Idee, wie stark man kontextbezogen unterscheiden muss. Dazu kommen auch noch ganz viele Videos auf meinem Kanal. Wenn du es nicht verpassen möchtest, dann wäre es total toll, wenn du den Kanal jetzt abonnierst. Und wenn du das Video magst, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ein Like klickst. Also, erstmal danke dafür. Jetzt gucken wir in Schmerz, Unbehagen, damit du das gut unterscheiden kannst. Es ist also wichtig, genau zu wissen, welche Gesten des Pferdes mit Ohr und Schweif was bedeuten.
damit du dann daraus auch den Schmerz ableiten kannst, wenn dein Pferd etwas hat. Und in der IBEC-Pyramide, kannst du ja mal reingucken, das ist das erste Video der IBEC-Pyramide, das ist auch eine Serie, da rede ich davon, warum das so wichtig ist, dass die Grundbedürfnisse des Pferdes gedeckt sind. Und wenn ich jetzt aus diesen Schmerzetogrammen, darum sind die so wichtig, etwas ableiten kann und erkennen kann, oh Mann, da müssen wir mal genauer hingucken. Vielleicht ist das ein Schmerzimpuls des Pferdes. Dann kann ich eben halt auch das Pferd nicht trainieren in der Einheit, sondern muss abchecken, gar nicht mal, weil man den Schmerz beweisen will oder der definitiv da ist, aber weil wir ihn abchecken müssen. Weil nur dann komme ich in das Ergebnis und kann in das Trainingsergebnis und kann das vollste Potenzial meines Pferdes ausschöpfen. Wenn du willst, guck bitte in das IBC-Video Folge 1 von der IBC-Pyramide, da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt schauen wir uns mal 4 Videos an, wie diese 4 Ethogramme live am Pferd aussehen. Hier haben wir dieses Moving, Focusing, Ears Caudally. Kaudal heißt schwanzwärts oder zum hinteren Ende des Körpers hin. Also sprich, Moving, Focusing, Ears Caudally heißt wörtlich, dass die Ohrenbewegung nach hinten in Richtung Schweif geht, beziehungsweise die Ohren auf etwas hinter dem Pferd fokussiert sind. Also die Ohren sind nach hinten fokussiert. Das Pferd rotiert also die Ohren gezielt nach hinten oder legt sie ganz flach an den Hals. Kurze Bewegungen können auch eine Reaktion auf ein Geräusch sein, wenn das so ganz kurz kommt. Aber längeres Anlegen, besonders ohne äußeren Auslöser. Und hier sind wir wieder bei dem kontextbezogenen, was man immer im Kopf haben muss. Also besonders, wenn keine äußeren Faktoren vorhanden sind, muss ich hier wirklich genauer hingucken, weil dann kann das Abwehr, Anspannung oder Schmerz anzeigen. Also wenn dein Pferd so im Stall steht, unbedingt genau hingucken. Hier haben wir das nächste. Das ist dieses Flicking Tail, also Schweifschlagen oder Zucken. Der Schweif bewegt sich plötzlich seitlich hin und her. Und bei der Insektenabwehr, wie wir das eben gesehen haben in dem Video, da passiert das vereinzelt. Kannst ja nochmal zurückspulen, nochmal genau gucken. Erst geht das Pferd nochmal, dann schlägt es den Schweif wieder ein bisschen, dann geht es wieder weiter, dann kommt es wieder ein bisschen. Und bei Schmerzen, da ist das etwas anders. Also bei Insektenabwehr passiert das vereinzelt, bei Schmerzen oft wiederholt und in kurzen Abständen. Manchmal sogar, wenn das Pferd ruhig steht und offensichtlich eigentlich gerade gar nichts passiert. Wenn du das also häufiger siehst, und ich sage es auch hier, weil das sage ich in jedem Video, kannst du ein kleines Protokoll anfertigen. Und vielleicht das dann mal genauer beobachten, wenn du unsicher bist. Und dann kann der Tierarzt genau gucken. Also hier sieht man ja schon, wie kurz diese Abstände hintereinander sind. So, dann haben wir das nächste Video. Und das ist, wenn der Schweif gegen das Perineum geschlagen wird. Das Perineum beim Pferd, das ist auch bekannt als Damm, sagen auch viele. Oder ist eine Übersetzung davon. Das ist der Bereich zwischen After und den äußeren Geschlechtsorganen des Pferdes. Also bei der Vulva bei den Stuten oder der Penis bei den Hengsten. Das besteht aus Haut, Muskeln, Bindegewebe, ist ein wichtiger Bestandteil des Beckenbodens. Und der Schweif wird, wenn das auf Schmerz hinweisen kann oder Unbehagen, dann wird der Schweif abrupt angehoben und mit einem kräftigen Schlag gegen das Perineum geführt. Das ist seltener, wird aber in dieser Studie, die ich hier zugrunde lege, mit deutlichem Unbehagen oder Schmerzen im hinteren Körperbereich in Verbindung gebracht. Also da, wie bei allen Gesten, genau hinschauen. Und dann haben wir das nächste Video. Und das ist, wenn der Schweif anhebt und gehalten wird. Oder wenn der Schweif angehoben ist. Einen Schweif anheben und halten. Das Pferd hebt also den Schweif an, hält ihn ein paar Sekunden fest oder länger vom Körper weg, fast ein bisschen unnatürlich. Und je nach Kontext, wieder das Thema Kontext, kann das auf Schmerzen, Irritationen oder neurologische Probleme hindeuten. Vor
allem, wenn es ungewöhnlich lange anhält. Ganz wichtiges Thema, ungewöhnlich lange. Es darf nicht so lange hochgehalten werden. Wenn du ein Pferd kaufen willst, Kaufuntersuchung, Schweibe mal oben, würde ich noch mal einen Tierarzt fragen. Ich habe hier Swading noch mal drin gelassen. Das habe ich im letzten Video gehabt. Und hier habe ich auch noch mal die Beschreibung genau darunter geschrieben, weil man hier auch so super das Unwohlsein sieht, eben nicht nur an dem Schlagen mit Kopf oder Hals, sondern auch nur am Schweif, an der Schweifbewegung. Also manchmal gibt es auch, dass man Zusammenschlüsse fasst aus mehreren Verhaltensweisen. Ich habe das hier einfach noch mal mit reingenommen, weil ich das echt auffallend finde bei diesem Video und darum dachte, dass es hier vielleicht noch mal ein ganz cooler extra Content oder noch mal ein extra Hinweis darauf. Also, worauf müssen wir achten? Die Bedeutung dieser Gesten liegt in Wiederholung, Dauer und Kombination. Immer ganz genau schauen. Passiert es mehrfach innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb kurzer Zeit? Tritt es zusammen mit anderen Schmerzsignalen auf? Gewichtsverlagerung, gespannte Mimik, habe ich in der ersten Folge gemacht. Oder wie jetzt hier das Beispiel mit dem Swading und gleichzeitig sehen wir den Schweif. Ist es symmetrisch? Nur auf einer Seite, gerade asymmetrische oder ungewöhnlich lange Haltungen können ein Warnsignal sein. Was ist also unsere Take-Home-Message? Damit ende ich ja immer in dieser Folge. Das heißt, wir kommen langsam zum Ende, noch nicht abschalten. Und wenn du noch nicht Like geklickt hast, dann bitte jetzt. Und wenn du noch nicht Abonnieren geklickt hast, dann auch bitte. Also, Ohren und Schweif sind wie ein offenes Buch. Wenn man gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen, ist das ein super Werkzeug. Alle Ethogramme, die wir verwenden, sind wissenschaftlich untersucht. Es ist total belegt, dass das Pferd, wenn wir dieses Signal sehen, das sagt, wenn ich den Kontext noch mit in Betracht ziehe. Also achte auf wiederholte kontextunabhängige Bewegungen, vergleich die mit anderen Körpersignalen und betrachte immer das Gesamtbild. Das ist meine größte Take-Home-Message aus diesem Video. So erkennst du Schmerzen oft früher und kannst dann eben halt vor allen Dingen auch reagieren, bevor irgendetwas Schlimmeres kommt. Ja, also Like, abonnieren. Du kannst auch Mitglied werden als Pferdefreund oder als Trainingspartner. Und in der nächsten Folge geht es um die allgemeine Verfassung des Pferdes. Also unbedingt wieder einschalten. Bis dahin, ich freue mich. Deine Andrea. Ciao.